Hi und willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Und heute soll es mal darum gehen, warum gehen eigentlich manche Menschen all in Bitcoin, wie ich es auch tue oder ja, gerade vorlebe. Und es gibt hier verschiedene Aspekte. Zunächst einmal haben sich viele Menschen mit Bitcoin beschäftigt und sind dann darauf gekommen, ja, Bitcoin ist eine Absicherung gegen die Inflation vor allem, weil es ist knapp, es ist dezentral und lauter solche Sachen. Darauf will ich jetzt gar nicht eingehen. Aber sie nehmen es hauptsächlich als Inflationsschutz und als eben Sparobjekt, weil normale Menschen sparen halt in Fiat-Währungen wie dem Euro und die richtigen Bitcoiner, die bekommen halt ihr Gehalt und investieren es praktisch direkt in Bitcoin, egal wie hoch der Preis steht, weil sie einfach sagen, im Durchschnitt gewinne ich an Wert, weil alle anderen Fiat-Währungen an Wert verlieren und deswegen gehen sie praktisch all in Bitcoin. Selbst Werte wie Gold, Häuser oder Aktien ist alles nicht so knapp wie der Bitcoin. Denn bei Gold ist zum Beispiel das Problem, wenn der Preis höher steigt, wie wir es jetzt in den letzten Monaten gesehen haben, dann wird halt einfach mehr Gold hergestellt in den Minen oder wieder, dann lohnt sich der Abbau wieder mehr in extremeren Gegenden, wo man vielleicht nicht so einfach hinkommt. Oder es lohnt sich wieder mehr, Gold aus alten Ketten oder sowas wiederherzustellen, also aus Schmuck oder aus Altbeständen praktisch zu recyceln. Und dann gibt es ja wieder mehr Angebot auf dem Markt und dann fallen wieder die Preise. Nicht so unbedingt extrem, aber es ist eben nicht so ganz knapp wie beim Bitcoin. Beim Bitcoin kann man eben nicht auf einmal mehr herstellen, sondern es wird immer bloß alle 10 Minuten ein Bitcoin-Block gemeint und es ist auf jeden Fall extrem knapp. Dann gibt es noch den Punkt, dass natürlich auch eine sehr hohe Rendite erwartet wird, aufgrund des deflationären Effektes, ähm, wie es auch in der Vergangenheit der Fall war. Also alle Assets haben in Bitcoin gemessen verloren, auch wenn jetzt mal im letzten Jahr Gold, Silber oder vielleicht auch manche Aktien, also einzelne Aktien, besser performt haben als Bitcoin. Auf lange Sicht, auf 10 Jahre, auf 5 Jahre gibt es kaum was besser performt hat. Und das war dann eher mal Zufall, wie zum Beispiel die Nvidia-Aktie, dass jemand, der jetzt zufälligerweise zu dem Kurs Nvidia investiert hätte, ist damit besser gelaufen, als wenn er Bitcoin gekauft hätte. Aber das sind absolute Einzelfälle. Und wer kennt schon das Nvidia von der Zukunft? Aber Bitcoin, da kann man sich sicher sein, das wird wahrscheinlich so weitergehen von den Anstiegen. Und deswegen gehen auch viele Menschen eben all in. Dann gibt es noch die Ideologie hinter Bitcoin. Zum Beispiel, dass man sagt, man möchte weggehen von der Diversifikation, weil irgendwie es gibt auch manche Dinge im Leben, wo man sich einfach komplett fokussieren sollte drauf. Man fährt ja auch nur in einem Auto auf einer Straße oder die meisten Menschen haben ja auch nur einen Partner, weil sie sich nicht mehrere aussuchen und dann sagen, ich nehme jetzt mal den, weil mir der besser passt oder sowas. Sondern es gibt einfach Dinge, wo man sich komplett drauf fokussieren sollte und sich nicht irgendwie ablenken sollte durch was anderes. Und viele Bitcoiner sehen das auch bei der Geldanlage so. Warum sollten sie in was Zweitbestes investieren, wenn sie auch alles ins beste Asset packen könnten? Dann gibt es auch noch eben die Ideologie hinter anderen Kernmerkmalen von Bitcoin, wie die Dezentralität, dass es einfach unabhängig macht. Also viele Bitcoiner wollen auch einfach diese Unabhängigkeit von Ländern, Währungen, Banken oder sowas. Man kann praktisch Überweisungen ja unabhängig, anonym verschicken. Das wollen viele Bitcoiner. Dann auch diese Selbstsouveränität, die dadurch kommt, dass man einfach sich ja, viel freier fühlt ähm, und hier einen gewissen ja, Lebensstandard sich dadurch ermöglicht. Dann gibt es noch viele Begriffe wie den Bitcoin Maxi oder also Maximalisten oder Hodler. Hodler heißt praktisch, dass man die ganze Zeit kauft, aber nie verkauft richtig und die ganze Zeit hält, auch nicht handelt damit oder sowas, die Bitcoins. Und das gibt es eben in dieser Community. Das sind eben Vorbilder, die man sich anschaut und sagt, ja, der hier hat schon seit 10 Jahren Bitcoin gehalten und ist jetzt frei und kann sein Leben gestalten, wie er möchte. Das kommt natürlich auch durch die großen Anstiege.
Das wird in Zukunft auch so weitergehen und die Leute werden eben gefeiert. Das ist auch diese Mentalität, die in der Bitcoin-Community herrscht. Auch generell viele Sachen zu hinterfragen oder sowas. Das sind einfach so Charaktereigenschaften, die von vielen Bitcoinern mitgetragen werden. Genau, das war es jetzt hier auch schon zu dem Video. Ich mache auch noch ein extra Video über die Bitcoin-Community und wie man da vielleicht reinkommt und was hier so wichtige Sachen sind, die man beachten muss oder beachten kann. Genau, also vergesst nicht, mir zu folgen und bis zum nächsten Mal.